Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin die Melli und ich wollte mit euch heute ein paar Tipps teilen, wenn ihr auch mal auf eine Trekkingtour oder Fernwanderung gehen möchtet, was man vielleicht schon mal im Vornherein beachten sollte. Kurz zu mir: 2015 stand ich an dem gleichen Punkt, habe meine ersten Erfahrungen im Wandern gesammelt, bin seitdem über 8000 Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen. Ich war in Amerika, dreimal auf dem PCT, bin auch einmal komplett von Mexiko nach Kanada gelaufen in einem Jahr, bin von Oslo nach Trondheim gelaufen, war auf dem europäischen Fernwanderweg E5 unterwegs, von Konstanz nach Verona. Und dieses Jahr laufe ich den östlichen Olafsweg und würde euch dazu gerne mitnehmen wollen. So, jetzt zurück zum Thema. Mein erster Tipp wäre die Zielsetzung. Was, wann und wo. Was möchte ich? Möchte ich irgendwo jeden Abend einkehren oder möchte ich mit meinem Zelt unterwegs sein? Wann? Man kann nicht jeden Wanderweg zu jeder Jahreszeit belaufen. Also ich kann nicht in der Wüste unbedingt im Juli unterwegs sein. Und wo? Welchen Wanderweg möchte ich bewandern? Je nachdem setzt sich ja auch die Ausrüstung zusammen. Aus der Zielsetzung folgt Tipp Nummer 2, das ist der Rucksack. Desto leichter der Rucksack, desto mehr macht es Spaß auch zu wandern. Und man muss heutzutage nicht mit einem 30 oder 35 Kilogramm schweren Rucksack unterwegs sein. Man kann hier und da Gramms oder auch Kilos sparen. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, dann bleibt dran, abonniert meinen Kanal, weil ich möchte auch noch mit euch meine Packliste vom Olafsweg teilen. Tipp Nummer 3, das sind die Schuhe. 2016 bin ich auf Trailrunners umgestiegen und ich mag sie sehr, da sie sehr schön leicht sind. Sie passen sich meinen Fuß an. Hier vorne ist es schön breit. Meistens kaufe ich sie mir 2, 3 Nummern größer. Meine Füße schwillen extrem an und ich ziehe mir auch 2 Paar Socken zum Wandern an, damit die Reibung halt zwischen den Socken stattfindet und nicht zu meiner Haut hin. Tipp Nummer 4 ist das Trinken. Ihr müsst so viel trinken, wie ihr nur könnt. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell man auch austrocknet und ihr kennt diese Umstände nicht. Ihr lauft mit einem schweren Rucksack. Es ist vielleicht von der Temperatur her nur angenehm draußen, aber man schwitzt ohne Ende und der Körper braucht die Flüssigkeit, weil er sie auch verbraucht. Beim leichtesten Anzeichen vom Pochen im Kopf, Kopfschmerzen, dass ihr nicht mehr richtig sehen könnt, also auch ein bisschen düsig seht, das sind die ersten Anzeichen vom Austrocknen. Also, und da müsst ihr trinken. Ihr müsst anhalten und einfach nur trinken, trinken, trinken. Es kann euer Leben retten, wirklich. Es ist auch super wichtig, viel zu essen. Tipp Nummer 5 ist die Kleidung. Ich wandere gerne mit langärmeligen Sachen und hier ist auch noch ein Sonnenschutz mit dabei. Dann brauche ich nicht immer darauf achten, dass ich anhalten muss, mich eincremen muss, sondern ich bin einfach unterwegs, weil man vergisst es auch gerne mal, aber so habe ich trotzdem den Schutz für meine Haut. Das waren meine Tipps. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Danke fürs Einschalten und Zuschauen. Passt auf euch auf und wir sehen uns. Eure Melli. Hört sich blöd an. Tipps Nummer 1. Ja. Tipp Nummer 2. Gut überstanden, super. Verschwende ich damit keine Zeit, um ehrlich zu sein.